Man hätte keine Stecker in die Wand einbauen können. Nein, es musste unterm Fundament sein. Und so richtig, ja, self-made. Marke Eigenbau halt. Oh ja, nice. Der Heizstrahler ist an. See what I see? Expiration date's from before the last war, so hopefully it hasn't turned to poison. Today's our lucky day. Lucky. Interesting choice of words. Do I hear a lecture coming on? No. No lecture. But we do need to talk. That raid's crap. It shouldn't have happened. They wanted everything. Our camp locations, routes, offloading points. If they knew what state we're in, 1 or 2 more raids and that'd be the end of us. And if you had mounted a raid of your own, well, that would have been the end of me. It's not the time for this. You're both exhausted. Maybe you're right. We can't hope to handle the Raffins alone. So you would sell us out to Biotechnica? Vade, tell him it's a damn rotten idea. Don't be mad, but I think Saul could be right. What? Why? You know how things work in Night City? You got everybody fighting for a slice of the street. If you keep getting jumped, you find some stronger chumbas. You're talking about gangs. The principles are the same out here. You ought to remember that. Hear that, Panam? That is the voice of reason. All I hear is the fucking wind. We've had our spats. A few, like any family. They're not worth digging up. I think so too. If you'd like to come back, everyone will be waiting. Arms open wide. But there will have to be changes. No more jumping to the front of the line. And so it begins. You know what, sweetheart? We'll have plenty of time to tear at each other's throats later. That is my hope. But right now, I wouldn't mind catching a few winks. Need help? Fuck off. Huh. Do you know what they call these storms in North Africa? Haboobs. Damn, I love that word. Stimmt das? Könnte das bitte mal jemand verifizieren? Whoa, what was that about? To Haboobs! Yeah. To haboobs. Ugh. Now that packs octane. Ich weiß nicht, ob der Whisky wirklich noch so gut war. And? You think this is any better? No, just different. Yeah, this would make for a decent little motel, wouldn't it? Little fireplace, booze. Grumpy guy at reception is the one thing missing. Have everything you need, man. Mm-hmm. I couldn't ask for more. How's your whiskey, ma'am? Warm. Subtle metallic aftertaste. Bold, yet smooth. 4 out of 5 stars. Ma'am, I'm sure you'd be cozier with your shoes off. After a full day in them, I'd fear a health code violation. Nonsense. After a day as full as today, you deserve to kick back. Oh? And what did you have in mind? Here at the Independent California, customer satisfaction is job one. Your wish is our command. Careful. You can't know what I'd wish for. Hmm? You know what? We better get some sleep. That was a damn long day. V, I'm glad you came. Really. Thanks. It meant a lot to me. Do you hear that? Nope. Mm-hmm. The wind has waned. I can't speak for Haboobs, but when a Chinook rolls rough and rowdy across the plain, I sure can't get any shut-eye. Not a wink.
Okay. Und jetzt sitze ich hier einfach so. Oh Gott, ey. Ey. On behalf of the staff of the Independent California Motel, I wish you all sweet dreams. Okay, danke Johnny. I guess I'm happy with that. Haben sie uns wieder zurückgelassen. So wie alle in diesem Spiel. Oh Gott, diese Helligkeit. Nein. Hey, did you sleep all right? Good work, V. Old style raid. Saul doing all right? Cracked skull, 6 busted ribs, bruised kidneys, but he's back at it, bossing folk every which way. Einer muss es hier machen. So. Back is strangely numb. Heading to a ripper as soon as I'm in town. A few springs I need taken out. Well, I slept like a puppy. That's a cozy shoulder you have there. It's too bad I better get rolling in a minute. Oh, hang on. I thought you were headed back to the Alcaldos. Staying with the clan. That remains so. Come on. Ich möchte gerade mal anmerken, dass das hier ziemlich geil gerade aussieht. Also das ist gerade ziemlich atmosphärisch. Fällt mir richtig gut. When we were talking to Saul, both of you spewed some drivel. But I do have to grant him one thing. The Wraiths, the raid, it's the start of something we need to prepare for. Saul will get everything set up in camp. Whereas you... The Raffins wanted to know our roots, right? Well, it's the Aldecaldo's turn. Some recon is in order. One more thing. Your compensation. Please take care of her. She served me well. Ja, mache ich gerne. Putting her in good hands, Panam. I know. So, Ooh, thank nice. you. Once again. Hold up. About last night. We don't need to talk about that. I'm just not like that. So what are you like? More like this. Okay. Take care of yourself. You too, Panam. And remember, I'm indebted. Circumstances were different, I'd say saddle up and ride after her. But here and now, just look. Damn hard to catch a girl like that. Only hope you've got is they feel a pang and stop to wait. What's with you? Dunno, a memory maybe. Don't matter. Okay, back to town, V. Headed up to here with this gusty outback. Okay. Ich habe das gerade nur gemacht, weil ich mir so dachte, hä, was will die denn jetzt bezüglich letzter Nacht ansprechen? Die haben halt einfach auf dem Sofa gepennt. Und meines Wissens ist da auch nicht mehr vorgefallen. Also normalerweise macht das Spiel jetzt nichts, was wir nicht mitkriegen. Deshalb war ich gerade so etwas interessiert daran, was er da sagt. So, jetzt haben wir komplett übertrieben lautes Radio gerade, warum auch immer. Aber wir gehen mal zum Cyberpunk. Oh, was ist das denn? More importantly,
damage to most solar farms. Das wollte ich nicht. Ich wollte erstmal schauen, welche Waffen ich überhaupt habe. Gut. Was ist denn hier los? Okay. Archive Conversation, Saul Bright and Emilia Weiss. Emilia lost our transport of parts for the News Research Center. Went missing on all the Caldo turf. Saul, our meaning woes, whose? Woes. Sorry. Emilia, meaning Biotechnicus, but I'm making some private inquiries. At the moment, we work on the same turf, but that doesn't mean we have to step on each other's toes. Saul, not our problem. You're in the Badlands, and out here you stand to run into all sorts of gangs and threats. Saul, maybe you should have chosen a quiet location for that new center. Emilia, the nature of the research demands discretion. Need it done out of the way, as far out of the city as possible. Emilia, if we were to hire someone to track down our cargo, how much would a job like that set us back? So, while considering the apparent value of the cargo, the price would be high. Emilia, in Eurodollars please, and with a deadline. So, like I said, the price would be high, not just in Eurodollars. We can get those with any contract out here. Emilia, so what's your ask? Saul Bright, reverse transpiration, xerophytes. Emilia Weiss, but they're not ready for the market yet, so... Well, put them on the market. A prototype series, that is, unless you're in no hurry. Emilia, alright, a small prototype batch, but I can guarantee they'll grow. They're still in the testing phase. They haven't been planted outside of lab conditions. And what sort of deadline can I count on for the recovery of our cargo? I'll start looking once those first buds bloom. Shouldn't be too long after. Huh. What's this? Okay, wir suchen hier also nach irgendeinem Cyberpsycho und irgendwas mit Blumen. Also ich nehme an, dass irgendwelche Pflanzen sind. Ah, jetzt sieht es gerade schon wieder sehr schön aus. Also der Sonnenaufgang hier sieht echt immer genial aus. Da schauen wir echt gerade genau hin. Okay, also hier geht es noch den einen oder anderen Cyberpsycho, Rave Camp. Gut, da waren wir gerade. Wir können gerne noch ein paar der Gigs hier machen, tatsächlich gerade. Ich glaube, wir bleiben halt wirklich heute mal hier draußen in den Badlands und machen wir das nächste Mal weiter mit irgendwas in der Stadt. Production hier, 27,58. High quality cyberware. Blood type B-. Follow the blood trail. Okay, easy. Easy, easy, easy. Ich finde es ja klasse, dass ich da nicht mal selbst analysieren muss wie ein Witcher, sondern das Spiel mir einfach sagt, wo ich hinrennen muss. War ja klar. Oh mein Gott. Ich bin nicht davon überzeugt, gegen ihn zu kämpfen. Ja, okay, aber er hält nicht so viel aus. There's a cyberpsycho out in the Badlands, hanging around some truck full of cyberware. Go check it out. Far as I know, no one's claimed responsibility for this mess, although the wheels got Revan written all over them, and it's on their turf. No signs of external violence, so the attack must have happened from inside. Either one of the Ravens cracked or a prisoner of theirs tried to make a break for it. Either way, the fact that it's eerily quiet and not one soul seems to give a damn don't bode well. Keep your optics peeled. Ich versuche meine Optics möglichst nicht zu peelen, wenn es möglich ist. Ich habe den Eindruck, das macht ihm nicht viel aus. Wow. Ja, wow.
Oh. Habe ich mich gerade selbst vergiftet? Kann das sein? Das ist auch furchtbar auf allen Ebenen. Wow. Ich bin instant down einfach. Wow. Okay, wir müssen uns, glaube ich, sinnvoller spielen mit dem Sniper Rifle. Ja, das Sniper Rifle macht deutlich mehr Schaden gegen ihn, wenn man trifft. Das ist leider die Voraussetzung schlechthin. Ey, der teilt aber auch aus, der Junge. Ah. Als ob. Ich sehe seinen Kopf halt nicht. Hat jemand seinen Kopf schon mal gesehen? Ja, da war er gerade. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, der ist doch recht anfällig. Da war halt gerade wieder der Kopf. Ach komm schon. Okay, wir haben gerade von der Perale wieder eine Mail bekommen. Was? I know that my husband and I are not more than Bun Rakudolls in the hands of puppeteers. But I hope you took my request to heart. For everyone's safety, this is the last time we'll be in contact. Good luck, you've been blocked. Okay. Okay. Ey, der Typ ist mega nervig. Aber wir kriegen ihn auf jeden Fall down, habe ich den Eindruck, aber es kann sich ein bisschen ziehen, leider. Das waren jetzt gerade ordentliche Schäden bei ihm. Kann er uns da nicht treffen, wo wir gerade stehen? Doch, kann er. Muss es nur wollen. Ich habe den Eindruck, egal wo wir ihm hinschießen, wir machen gleich viel Schaden. Also Headshot hat jetzt nicht viel mehr Schaden gemacht als Schuss ins Bein oder so. Ja, das macht halt nur, also 10 Schaden mehr irgendwie. Oh, was ist das denn? Das war jetzt 0 Schaden natürlich. Hey, komm schon. Der Kampf gegen diesen Cyber-Psycho ist irgendwie ein bisschen öde. Critical Hit, also das kann ja nicht sein. Critical Hit macht genauso viel Schaden wie ein normaler Hit. Das ist nicht Critical, wenn das genauso viel Schaden macht, Mann. Außer der macht normalerweise weniger Schaden. Critical Headshot. Das
Das macht genauso viel Schaden, als würde ich ihn noch sonst wohin schießen. Oh, da bin ich jetzt irgendwie doch ein bisschen zu nahe. Das hat jetzt gerade mehr Schaden gemacht. Also dieser eine Schuss, wir hatten einen 500er. Habe ich gerade gesehen. Und 40, das... Ach komm schon. 600 habe ich gerade gesehen, 1200, 1400. Diese Waffe macht mehr Schaden als der Headshot mit der Sniper. Okay. Archive Conversation. Shiv for the win, sorry, und Raven Fever. Shiv, this shit is pointless. We won't get anything out of him, and the stench of all that blood is making me wanna puke. Raven. Well, let's make some use of him while he's still breathing. We'll go for a ride. He'll help us with the gear out there. I heard the Alicados can't find water, even the deep reservoirs. Like a living, breathing dowsing rod, you know? I mean, that's what they say, but we could test it for real. Shiv. So, we tie him to the front of the car so he can show us where to dig? Raven? Well, he'll be doing the digging, so he doesn't pull any smart moves. Shiv? Sounds like a plan. Grab the gong and let's go. Ja. Wir sagen Regina einfach mal, was wir davon halten. See you around. Bye, V. Wieso muss ich ihr das explizit schreiben? Wieso muss ich ihr das jetzt schreiben? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. So, Regina Jones. You were almost right. Turns out it was a prisoner who went cyberpsycho and managed to escape. Coincidentally, just happened to be an Alcaldo buddy of a prisoner I rescued from the same outfit. Had no choice, took him out the hard way. Ging ja nicht anders. Ging bei mir echt nicht anders. Well, that was unexpected. I'll relay this info to Dakota. Alcaldos will definitely want to know what happened to one of their brothers. So was too valuable as a pawn, so it looks like they tried to beat as much useful intel out of his poor gong and make Saul watch, hoping that he'd crack. Eventually, they took him for one of the rides through the desert, and that's when things got out of hand. He probably mistook you for one of them. I'll spare Dakota the sad news. It was flatlined. It was you flatlined him. Makes no difference now anyway. Better for them to think he went down fighting. Wunderbar. Dann haben wir hier quasi... Gehen wir doch einfach dahin. Sieht doch gut aus, ne? So, man bringe mir mein Auto. Wir haben keine Munition mehr. Das ist ein bisschen ätzend. Wieso fährt das Auto jetzt von mir weg? Hallo? Ich würde gerne einfach nur einsteigen. Und los geht's. Also muss ich ehrlich sagen, das ist gerade doch schon wieder eine angenehme Abwechslung tatsächlich. Also meiner Meinung nach. Einfach mal was anderes sind als die ganzen diese Häuserschluchten, in denen sowieso irgendwie... Ja, ich muss... Also man merkt es mir vielleicht an, ich bin jetzt aktuell nicht so begeistert von einigen Entscheidungen, die CDPR getroffen hat, bezüglich der Atmosphäre und so, weil es ist halt einfach leider ein ziemlicher Atmosphärekiller, wenn du halt 10 Meter weit sehen kannst, dann ploppen die Autos ins Sichtfeld rein. Das ist irgendwie so... Ich hab mich häufig genug drüber auslassen. Ich lasse jetzt aber... Ihr könnt euch einen Teil dazu denken. Was ihr dazu, wie ihr das seht. Vielleicht bin ich da besonders picky, was das angeht, aber... Ich finde, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen traurig, dass das... Ja. Dass sie das nicht richtig hinbekommen. Hier draußen haben wir das Problem hier nicht, weil hier ist sowieso nichts. Da brauchen wir noch nicht darüber beschweren, dass nichts da ist, ne? Judy Alvarez. Okay. Hey, V. Michael called.
before sundown, out front of the mega tower. Gonna be there? Of course I will. See you then. Natürlich. Wir gehen da hin. Also wir machen das wahrscheinlich nicht heute, aber wir gehen da auf jeden Fall noch hin. Wir müssen ein paar Nebenquests machen. Dann geht es einfach mal weiter wieder mit der Hauptquest. So. Also es ist schon ganz cool, hier einfach so über die offene Fläche zu fahren. Ja, offen ist die Fläche jetzt nicht, aber einfach hier so durchzurauschen ist schon ganz lustig. Entering a new area. Was gibt was? Okay, was gibt was? Eine hostile Aria. Na super. Gut, das machen wir nicht nochmal. Das ging jetzt nicht besonders gut aus, behaupte ich einfach mal. Okay. Lass mir gerade Judy ruft gleich wieder an. Aber ich glaube nicht, das haben wir gerade beendet, das Gespräch. Halten diesmal ein bisschen früher an, steigen aus, schießen dann auf die Teile. Wir haben hier nicht viel Leben. Sie haben einfach das Auto in die Luft gesprengt, das war eigentlich das hauptsächliche Problem. So. Minenfeld. Ah, das war vielleicht das Problem. So, as much as I need you for this new gig, I know you need the adrenaline hit even more. There is a car sitting in the middle of a minefield out in the Badlands. I need you to grab it for me. The chances of you exploding aren't zero, but let's face it, isn't life one big minefield anyway? Details are in the attachment. Okay, man sieht die Minen so, wie es aussieht. The Badlands are peppered with disarmed minefields from 2071, though after several folk were dislagged by these disarmed mines, most decided to steer clear of these areas, that is, except the smuggling types. A number of their routes run through those fields. Risky, yes, but brilliant all the same. Why would anyone guard the border when the mines practically do your job for you? But listen up, a smuggler and his rig got stranded out in the middle of one of those minefields. Maybe his tank went dry, maybe he had a heart attack, or maybe he set out on some vision quest. Who knows? Doesn't matter. What's important is I don't know the routes these fellas run, and now they're getting dropped in my lab. Get me the stranded vehicle. I know some nomads who'd pay handsomely for the GPS data. Okay, dann laufen wir einfach mal durch und versuchen uns nicht von den Minen treffen zu lassen. So, die Drohne ist weg. Die Drohne ist auch weg. Die Drohne ist auch weg. Alles nur Elektroschrott hier. Oh. Okay, das sieht aus, als wäre er durch eine Mine gekillt worden. Fuck. Another dog who thought fate smiled on it. He's probably smiling himself before he OD'd on Maelstrom's shipment. Archive conversation. Jero Johansson and Simona Rossi. Jero, this is the last time, baby. My last run, I promise. Simona, yes, last time caused you take a bullet. Didn't you see what I sent you? Militech knows the routes. Checkpoints are tighter. Jero, baby, that's why I got through the minefields. I know. That's why I go through the minefields. I know the way by heart. They don't. They can't risk it. Not yet anyway. It's gonna work fine. Then I'll be all done. Just wait for me. This is what you get for sampling Maelstrom's supply. Strongest shit out there.
Nothing else that can fire up their burnt-out synapses. Poor bastard. His output's probably out in Albuquerque, waiting, unaware little Jiro's brain turned to jelly. Hat Johnny noch was für uns? Oder warum steht er da noch? Ah, jetzt ist er weg, okay. So, jetzt muss ich irgendwie durchkommen, ohne von Minen zerbissen zu werden. Da ist eine. Das Auto steuert sich übrigens furchtbar. So wie alle anderen im Spiel auch. Ach, das fliegt ja schon beinahe. Ah. Was ist eigentlich für ein Auto, wenn die Tür offen ist? Kriegst du auch nicht zu gerade, ne? Die sind alle beide offen. What the hell? Wer konstruiert sowas? Generell sieht die Karre in keinem so guten Zustand mehr. Also ist die Karre in keinem so guten Zustand mehr. In einem noch viel schlechteren ist sie jetzt sogar. Wir haben nämlich eine Tür verloren. Aber ansonsten geht es dem Auto, glaube ich, recht gut. Die Musik ist furchtbar. Zum Autofahren zumindest ist sie furchtbar. So ab 2 Uhr morgens geht die eigentlich. Night City 1.2, okay. Ja, laber nur. I've got every right to aim. Dann mach halt. Ey, der Bremsweg von der Karre. Der Bremsweg von der Karre. Wow. Ich will bloß raus aus der Karre. Well, well. These are the results I like to see. Until next time, brother. Gate closed. Okay, gut, dann schauen wir mal, was jetzt als nächstes möglich wäre. Code Smith haben wir gerade eine... War eigentlich gerade erledigt. Wir könnten einmal einen Sidejob hier machen bei den Aldecaldos oder wir laufen hier unten hin, aber wir fahren hier unten hin. Hier oben noch irgendjemand... Ich weiß nicht. Hier oben hat keine Waffen, ne? Beim Cyberpsycho möchte ich nicht ohne Waffen machen. Hier drüben hätte einer. Dann macht doch lieber das hier. Jetzt ist das Auto wieder irgendwo gespawnt, ne? So, wir setzen auf... Was machen wir denn? Auf Buddy, würde ich sagen. Weil wir müssen richtig stark werden. Und dann... Getting hit doesn't interrupt health regeneration. Das gefällt mir. Tenacious V. Könntest du bitte... stehen bleiben, danke. Undiscovered. Who knows what you might find here? Und los geht's. Die Wegfindung ist auch mal wieder Grotte. Also ich bin mal gespannt, was es hier draußen so für Quests gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Also ich hoffe, dass die nicht alle irgendwie mit so Gang-Zeug zu tun haben und dann alle quasi identisch sind, nur jedes Mal eine leichte Variation von derselben Quest. Das wäre etwas doof und ärgerlich. Auf sowas habe ich nämlich ehrlich gesagt keine Lust. So. Also es müsste eigentlich schon wieder längst die Achsen zerrissen haben. Vor allem so wie aufhüpfen müsste eigentlich das gesamte Auto zerlegt haben mittlerweile.
Gut. Da oben schwebt wieder eine komplett unauffällige Drohne. Hey, Mitch. You doing okay? Yeah, I'm doing all right, but, meh. So many dead. So many of them good friends, too. Do you know what it's like to lose your best friend? Yeah. Name was Jackie. Uh-huh. How'd he go? Like everyone goes in Night City. Anyway, come on. Help me out with something. What? Some loose ends. Final goodbye. I don't much want to do it alone. Okay, I'll help. Come on, then. You're okay behind the wheel, right? Yeah, and? We're going for a drive. Uh-huh. And where? I can tell you're a city boy. You want to know everything. Now. Yesterday. A little patience, V. Okay. Here in the Aldecaldos, it all stays in the family. Used to be Scorpions, that rig. Now she belongs to me. Ah, My old okay. girl's right next to it. Nice wheels. Both of them. Damn right. Out here, those wheels are our life. I'll take Scorpions, you hop in the other. Seriously, where are we going? One of Scorpion's favorite spots. I owe him one, V. Why didn't we just take one? Because we need two. Shit. You're about as useful as a data-term helpline. You'll see, V. Trust me. Wir vertrauen ihm einfach mal, weil er eigentlich ziemlich nett ist. Alright, let's go. Let's hit the road. Follow me. Ziemlich sympathisch. Nett ist jetzt anders. Muss ich jetzt die Karriere nehmen oder... Ich blick gerade nicht, welches Auto ich nehmen soll. Get. Mitch's Car, okay. Mitch, you hear me? Yep. But more driving, less talking. Das ist ein cooles Auto, ehrlich gesagt. Gefällt mir richtig gut. Und die... Ich habe auch... Ja, das liegt auch viel besser auf dem Weg. Oder beziehungsweise auf dem Boden, weil Straße kann man das hier nämlich nicht nennen. Sun on my face, wind in my hair. Perfect. Oh, hey. Haven't seen you in a while. Not a fan of funerals. Yeah, you and death don't really mix. Say that like it's my fault. Never asked Saburo to put me on that fucking chip, or for you to slot it in your head. Oh, this place is too far. Speaking of, where are we going? Not a clue. My, what a good little Boy Scout. So trusting, so accommodating. It's a Scorpion. His last wish or something. Is that good enough for you? Great. Never a dull moment. We're heading for the collapsed bridge. Other side of that hill. Copy. Okay. Almost there now. Okay, copy. Brauchen wir uns jetzt nicht die ganze Zeit zeigen, dass wir bald da sind. Also wirklich. Sehen wir... Oh. Here Oh. we are. Go ahead, kill the engine. Was? Holy shit, Mitch! What the hell? Relax, V. It's what Scorpion wanted. He wanted you to stuff him in the trunk like a spare tire? No, he wanted me to take him here and send him off with a bang. We set him up behind the wheel, douse the car, then light it, let him fly off the edge. I mean, if that's what Scorpion wanted. He did. Said it 1,000,000 times if he said it at all. Grab me that can, will you? Okay. Ja? Gut, mach mal. Here you go. Great. Go ahead. Put it in the passenger seat. Er will mit dem Big Bang sterben. Gut. Oder, I see the oder driver weitergehen. is already behind the wheel. No point wasting time.
Another hour or two, and he'll puff up like a balloon. Right. Shall we get this show on the road? Ja. Are you absolutely sure this is a good idea? No, V. No, I am not. But it was my best friend's dying wish. So I'll do whatever the fuck I can to make it happen. With or without you. Let's do it. Hell yeah. I already got a rag in the can. You light it. I'll start the car. Light the rag on fire. Ah. Das Ding soll ich sehen. Okay, gut. She's burning! Quick, before she blows! May the road be kind to you, friend. Out with a bang. Just like he wanted. Soot and ash. That much remains. So, how about a beer? Sure. I'll drink to a send-off like that. Well, come on. Ja, dann. Nothing like a good cold one. Agreed. Hey, speaking of, where'd that nickname come from? Scorpion. Funny. You know, I haven't the slightest idea. Never asked him. He is Scorpio or something? Maybe he had a big stinger. Scorpion, you old bastard. I'm gonna miss you, man. Mitch, why me? Why'd you ask me to help? You seem like a good egg. I'm serious. I don't know, I guess the fact that I'm still here to send him off right. That's thanks to you. Ja, da hat er schon so ein bisschen Your recht. paths crossed. Just for a moment. But damn, was it the right one? Listen, there's a few things of his you ought to have. Like this little good luck charm. Was ist das denn? Go on, it's yours. Was zur Hölle ist das? What is it? Not a clue. Scorpion always had it on him, no idea why. Listen, I'm gonna sit here for a while, all right? Brood in peace. Understood. I'll be off then. Sure. Listen, if you want, you can take my car back to camp. Whatever works for you. Oh, and, thanks, V. For today. And for getting me out of that shit back then, too. Gerne. You're all right. You're really all right. Das hört man gerne, also ja. Wir gehen auf keinen Bazar in Japantown. Und wir haben hier direkt den nächsten Sidejob, den machen wir doch dann direkt. Wir nehmen aber auch einfach das Auto hier, wenn wir es können. Der kann gerne zurücklaufen, der kennt sich hier aus. So. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer recht, es hat so was richtig Schönes, irgendwie noch dem besten Freund oder irgendjemand den letzten Wunsch zu erfüllen, so irre er auch sein mag, von wegen, ja, springe ich heute in die Luft, wenn es vorbei ist. Da kann man nicht Nein sagen, also wenn es wirklich sein letzter Wunsch war, dann soll es auch so sein, würde ich sagen, dass es so geht. Okay, was zur Hölle ist hier passiert?